Ja, heute nehme ich euch mal mit Richtung Küstenstraße. Das Wetter scheint stabil zu sein. Die letzten Tage war es immer so nieselig, ein bisschen regnerisch. Die Sonne scheint zwar auch nicht, aber ja, es ist zumindest trocken und die Wettervorhersage schaut jetzt auch nicht danach aus, als dass es jetzt gleich regnen wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre mal die Küstenstraße entlang. Ich war da zwar schon, aber ihr noch nicht. Deswegen nehme ich euch jetzt hier mit. Hier geht schon los. Das ist immer der Abzweig hier in dieser Kurve. Wir sind ja schon bis zur Lady Buddha gefahren, aber die Straße geht ja noch weiter bis ans Ende. Da kommt dann irgend so ein Hotel-Resort. Aber laut Karte kann man da auch weiterfahren, was ich jetzt heute nicht vorhabe. Aber man kann da irgendwie in die Berge hoch. Ich weiß nicht, wo da der Zugang ist. Vielleicht kann ich das heute mal rausfinden für den Tag X. Ansonsten wünsche ich schon mal viel Spaß bei diesem Video hier aus Da Nang, Vietnam. Mit Kleinkind auf dem Roller. Das sieht man auch nur in Asien. Wahnsinn. Ich mache sich keine Gedanken darüber, wenn sie mal einen Unfall haben. Dann war es das mit dem Kleinkind. Ja, wie man sehen kann, ein beliebter Hotspot für Touristen zum Bilderschießen und schöner Aussichtspunkt hier. Da sammeln sich immer die Motorroller recht gerne und ja, da werden gerne Bilder gemacht, Erinnerungen festgehalten und wir sind jetzt gleich schon bei der Lady Buddha. Hier ist dieses chinesische Tor oder was auch immer das darstellt, welches immer geschlossen ist. Man kann hier gar nicht durch. Da ist ein dickes Gitter oder Gatter davor. Und da oben ist dann, da kommt schon ein Bus runter. Da werden jetzt schon am späten Vormittag die ganzen Touristen hochgekarrt. Da bin ich ja im zweiten Video mal hochgefahren, aber das gebe ich mir heute nicht. Wir fahren hier geradeaus weiter. Und fahren bis ans Ende, jawohl, die Hupe darf nicht fehlen. Fahren bis ans Ende und da gibt es dann auch nochmal schöne Ausblicke dort. Turn away and come back some sunny day when you've got something more to give and you've got something true to say. 'Cause if you're honest and you say that you did, I will leave it all behind, but I won't sell my soul to bear my soul. It's not the way it works in my mind. Die Affen wollen vielleicht auch einen Kaffee oder vielleicht wollen sie irgendwelche Cookies, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mal so einen Kaffee gegönnt für 20.000 Dong. Das ist kein Euro, das sind irgendwie so 80 Cent oder so. Und das ist jetzt mein erstes Frühstück. Ich bin ohne Frühstück los, weil ich hatte irgendwie auch keinen großen Hunger und wollte jetzt auch nicht so viel Zeit vertändeln.
Und später, wenn ich dann zurückkomme, dann werde ich mir was hinter die Kiemen schieben. Aber den Platz hier, den wollte ich jetzt erst einmal genießen. Mit einem schönen Kaffee. Der Kaffeemann, der bedient hier anscheinend auch. Der kommt dann immer hierher gesprungen und bringt den Leuten Kaffee. Und in der Zwischenzeit kommen aber die Affen und versuchen irgendwas zu stibitzen. So wie er hier. Ich hoffe, das stibitzt jetzt nicht mein Rad. Aber die sind nur an S-Bahn interessiert. Und da kam er dann hier, kam er zurückgerannt zu seinem Moped. Und da drüben, da lauern sie schon wieder. Und hier in den Bäumen warten nur darauf, dass er verschwindet und dass sie sich irgendwas nehmen. Die kleinen Ganoven. Ja, was sagt ihr zu den Affen und das Verhalten des Menschen? Was soll man machen? Soll man sie füttern oder ja, soll man sie in Ruhe lassen? Das ist schwierig. Ja, einerseits sind sie daran gewöhnt, dass sie hier was bekommen. Und vielleicht wissen sie gar nicht mehr, wie man richtig sich Futter besorgt. Auf der anderen Seite gewöhnt man sich halt immer mehr an den Menschen. Das ist halt schwierig. Ne? Ich meine, ich denke mal, die kommen halt extra hierher, weil sie genau wissen, hier bekommen sie was. Obwohl überall dicke Schilder sind, man soll sie nicht füttern, aber es hält sich natürlich keiner dran. Es ist schwierig, was man machen soll. Ne? Irgendwie beides ist irgendwie falsch. Macht man nichts, finden sie vielleicht nichts und gibt man ihnen was, entwöhnt man sie ihrer natürlichen Instinkte. Schwierig. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ich habe irgendwie so recht keine Antwort drauf. Hier steht's, no feeding wildlife, aber ja, ich weiß nicht, ob sie sonst irgendwo was herbekommen, aber ich denke mal schon, ganz blöd sind sie auch nicht. Ja, die werden schon ihre Bananen oder ich weiß nicht, ob sie auch Kokosnüsse fressen, aber die müssen sie erstmal aufkriegen, das ist auch nicht so einfach. Aber Bananen wachsen hier auch wild, hier im Dschungel gibt es ja überall Bananenbäume, da kriegen sie schon ihr Zeug oder ich glaube auch so. Weiß nicht, so Kastanien oder Nüsse oder was der Teufel, was hier so teilweise rumfliegt. Ja, also wenn es hart auf hart kommt, kommt ihr schon durch, hä? Ihr Knaben. Hä? Er hat mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Kommt der nächste. Ist der Aufpasser hier. Oh. Servus. Schaust du ein bisschen gefährlich aus. Mit dir möchte ich mich nicht anlegen. Bist du das Alpha-Tier, oder? Der Big Boss. Irgendwie einen seltsamen Gang hat er. Hüftschaden vielleicht. Ja, und hier sind wir so ziemlich am Ende dieser Küstenstraße. Sehr schön. Es müsste nur noch das Wetter ein bisschen mitspielen, Sonne scheint, dann sieht es sehr malerisch aus. Ich war ja mal hier, als die Sonne schien. Von daher kann ich da mitreden. Und jetzt ist die große Frage, ob man da hinten mit dem Fahrrad weiter kann. Uiuiui, jetzt bin ich aber erschrocken. Ich dachte hier, der Affe kommt, aber kommt der Hund. Mein lieber Schwan. Weil laut Karte kann man da einen Rundkurs machen.
Es geht hier in die Berge hoch. Die Frage ist nur, wo ist der Zugang, beziehungsweise ist der frei? Weil da vorne ist schon mal eine dicke Schranke. Aber ich habe schon Leute auf Strava gesehen, die sind da rumgefahren. Also es muss möglich sein. Vielleicht ist das auch nur so ein Naturpark, so ein Naturschutzpark. Oh, jetzt windet es aber gescheit. Zum Glück habe ich das externe Mikro mit. Damit sollte das Ganze funktionieren. Aber ich gucke jetzt einfach mal, ob ich da durch kann. Sitzt da überhaupt jemand drin? Hallo. Is it possible to go there? No, why? No. What is that? Like Lasalai. A resort? Lasalai. Lasalai? What is Lasalai? Like Kadagao. But is it possible to go to the mountain? No. Somewhere? Somewhere else? No. Somewhere else? Oh, okay, thank you. Verstehe ich jetzt zwar nicht, weil ich weiß, dass man von der anderen Seite, wenn man jetzt in Da Nang zum Hafen fährt und am Hafen geht eine Straße hoch, die ist genau auf der anderen Seite von dieser Halbinsel. Und die Straße führt dann über die Berge hierher. Was würde das jetzt bedeuten, wenn ich von da hinten käme? Dann dürfte ich hier nicht durch, oder wie? Müsste ich den ganzen Weg wieder zurück über die Berge? Oder ich verstehe es nicht. Ich muss mich da nochmal schlau machen, also irgendwie verwirrt mich das. Ich war der Meinung, man kann da schon irgendwie durch, aber naja gut, sei es wie es will. Dann endet die Tour erstmal hier. Hier geht es zu irgendeinem Resort, Intercontinental, Da Nang Sun Peninsula Resort. Ich kann ja mal spaßeshalber da ein bisschen hochfahren, bis auch hier irgendjemand sagt, no, no, no. Was sagte der Typ nochmal? Lesor? Lesor? Irgend sowas? Vielleicht meinte er Ressort. So R und L wird ja gerne mal als ein und derselbe Buchstabe hier ausgesprochen. Vielleicht meinte er, es ist part of the resort. Das kann natürlich gut sein, dass das hier Hotelgebiet dann ist. Aber trotzdem, auf der Karte geht eine Straße weiter. Ich sah sogar mal ein Video, da ist einer mit dem Motorroller da rumgedüst. Das ist vielleicht auch schon ein paar Jahre her, vielleicht ging es da noch. Aber irgendwie muss man ja dahinter kommen. Was wäre jetzt, wenn ich Wanderer wäre? Könnte ich ja auch hier irgendwo querfeldein wandern, dann käme ich ja auch dahinter. Dann wäre es ja irgendwie auch nicht verboten. Kaum kommt man mit irgendeinem Vehikel, heißt no, no, no. Jetzt blase ich nicht mal Emissionen in die Luft. Selbst da ist es nicht erlaubt. Ah ja, okay, hier ist der Eingang zum Resort. Also auch hier endet die Reise, aber das war ja klar. Ach komm, wir fahren hier mal ein bisschen rum, wenn wir schon mal da sind. Vielleicht will ja der eine oder andere Urlaub hier machen. Der hat ja schon mal einen Eindruck, aber hier bist du halt weit weg. Hier bist du halt weg vom Schuss. Ne? Da brauchst du halt immer ein Taxi oder ein Auto oder sonstiges Gefährt. Aha, da geht es dann auch noch runter. Gucken wir mal, da ist auch schon wieder einer, der ganz wichtig schaut. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt hier Hotelgebiet ist oder nicht. Ich fahre einfach mal, bis irgendeiner sich wieder aufregt. Aber vielleicht ist das hier die Straße. Geht ja immer weiter hier. Sehr interessant. Wir gucken mal, was uns hier so erwartet. Ach, jetzt, das ist die andere Straße jetzt. Das ist jetzt die Straße, wo er mich nicht durchlassen wollte. Das vermute ich jetzt mal stark. Hier ist der nächste Checkpoint. Was ist das hier? Hier geht es 15% runter. Möchte ich jetzt nicht ausprobieren, aber wir gehen mal bis zu dem Gatter davor.
Keine Ahnung, was das hier auf dem Schild bedeutet. Ich bin des Vietnamesischen nicht mächtig. Ich werde es auch nie sein. Das ist jetzt eine Sprache, die mich nicht so sehr interessiert. Thailändisch schon eher, aber hier ist auch dick verboten. Landslide Area, do not cross. Okay, dann machen wir das. Wir halten uns ja an Schilder. Im Gegensatz zu manch anderer hier. Eine alte Villa hier. Ist überhaupt noch bewohnt. Schaut ein bisschen runtergekommen aus. Ja, Freunde, dann war es das jetzt erstmal hier von der Küstenstraße. Mehr ist es nicht. Ich hätte gerne noch mehr gezeigt, aber es wurde mir verwehrt. Von daher kehre ich jetzt wieder um, fahre zurück nach Da Nang. Ist auf jeden Fall eine schöne malerische Straße. Wenig Verkehr mit schönen Ausblicken. Und ich gucke mal, dass ich jetzt vielleicht mal von der anderen Seite hinkomme das nächste Mal. Und zwar muss man da in Da Nang die Hafenstraße entlang und dann geht mal so eine unscheinbare Straße rechts weg. Sehr schöner Ausblick hier. Eine unscheinbare Straße rechts weg, die dann von der anderen Seite auf den Berg hier hochführt. Also wenn ich dann mal Lust habe auf eine Bergtour, dann werde ich jetzt dann da hinten mal lang fahren. Wie gesagt, Hafenstraße und dann rechts weg. Und gucken, wo ich dann da rauskomme, weil es sind zahlreiche Wege auf Google Maps verzeichnet und auch Segmente, also man muss ja irgendwie hinkommen. Es kann ja jetzt sein, dass die Leute alle hinkommen und ich nicht. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen, schön war's und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt mir treu, drückt den Like-Button, abonniert den Kanal und haut rein, bis dahin, aus Vietnam, ciao ciao.